Herzlich willkommen zu unserem neuen, ganz interessanten Wochenvideo und heute geht es wieder mit meinem Gast, Frau Prof. Dr. König. Herzlich willkommen. Danke. Um das Thema Corona, und zwar geht es ganz speziell um das Thema Booster- und Auffrischungsimpfung und um die Fragestellung, was kann ich dabei eigentlich untersuchen und welche Vor- und Nachteile oder welche Fragen kann ich mir stellen, wie kann ich Nebenwirkungen minimieren. Und dafür haben wir einige Fälle anonymisiert für Sie aufbereitet und ich halte das für extrem spannend und würde mich freuen, wenn Sie dabei bleiben. Bis gleich. Dieser Patient wurde im Frühjahr zwar geimpft mit BioNTech Pfizer und er hat durchaus eine hohe Antikörperantwort gemessen im ganz normalen ELISA, so wie wir es messen. Also hat eine Antikörperantwort, ja, die ist wirklich schon hoch. Und wir haben jetzt aber uns mal angeschaut, wie ist denn die neutralisierende Aktivität seiner Antikörper, die wirklich verhindern, also diese Antikörper bestimmt, die wirklich verhindern, dass das Virus in die Zellen eindringt. Und das haben wir gemacht einmal mit der Ursprungsvariante, also Variante ist im Bildtyp sozusagen Wuhan genannt, womit natürlich auch geimpft wurde. Und dann haben wir das im Labor nachgespielt mit verschiedenen Varianten. Wir sehen wirklich, dass er von der neutralisierenden Aktivität kaum Aktivität hat, egal ob es Wuhan ist, Alpha, Beta, Delta oder Gamma-Variante. Gut, wir haben ja immer noch wieder die zwei Arme der Immunabwehr, ein bisschen vereinfacht natürlich dargestellt. Einmal die Antikörperantwort und einmal die zellbasierten Antworten, also die T-Zellen. Und bei Coronaviren spielen die T-Zellen eine sehr wichtige Rolle. T-Zellen zirkulieren auch an den Schleimhäuten im Respirationstrakt, also Atemwegstrakt, und erkennen sofort, wenn eine Zelle infiziert ist mit einem Virus, zerstören die. Das heißt, sie verhindern sofort, sie sind eine Wachmannschaft. Also spielen eine sehr wichtige Rolle. Und diese Wachmannschaft ist bei diesem Patienten überhaupt nicht vorhanden. Bei ihm ist also nichts vorhanden. Selbst wenn diese Wachmannschaft nicht da ist, dann hätten wir noch diese neutralisierenden Antikörper, die dann verhindern, dass das Virus in die Zellen reingeht. Und auch das ist nicht vorhanden. Also er hat keinen Schutz, ne, von keinem Arm der Immunabwehr. Das heißt, dieser Patient ist im Grunde genommen tatsächlich gefährdet. Er hat relativ in kurzer Zeit nach der Impfung eine ganz gute Antikörperantwort entwickelt. Zu dem Zeitpunkt konnten wir die neutralisierende Funktion gegen die einzelnen Varianten noch nicht analysieren. Das ist ja relativ neu. Gut, wir erkennen ja jetzt, da ist ganz wenig Schutz und an der Eintrittspforte über die Schleimhaut ist eigentlich auch ganz wenig bis gar kein Schutz. Wenn die Viren in die Zellen eindringen und sich in denen vermehren, dann gibt es auch keine T-Zellen, die sagen, hey, Moment, hier passiert etwas, wir opfern diese Zelle, in der die sich vermehren, sondern sie lassen die Vermehrung weiter zu und dann werden diese in der Exponentialfunktion sich verdoppelnden Virenlasten oder vervielfachenden Virenlasten auch im Körper umherschwirren und werden auch von der Schleimhaut beim Husten oder Sprechen oder Niesen an die Umwelt abgegeben. Und man hätte in diesem Fall sozusagen jemanden, der sowohl sich selbst als auch andere gefährden würde. Genau. Und dieser Patient würde also vermutlich von einer Boosterimpfung deutlich profitieren. Von einer Boosterimpfung, sicherlich würde man davon ausgehen, also er braucht auf jeden Fall Schutz. Und ob er jetzt von einer Boosterimpfung profitiert, das können wir jetzt natürlich so pauschal jetzt nicht beantworten. Wir hoffen natürlich, dass er erstmal wieder Antikörper aufbauen würde und wenigstens einen Anteil an neutralisierenden Antikörpern bekommt, die vielleicht zumindest für kurze Zeit einen Schutz bieten, sodass er nicht ganz also schutzlos da ist. Wäre es sinnvoll, dann auf einen anderen Impfstoff als den bisherigen auszuweichen? Also nach das, was ich jetzt auch nochmal recherchiert habe und gelesen habe, ist das nicht unbedingt sinnvoll. Auf einen anderen, da gibt es Untersuchungen, dass man sagt, welcher Impfstoff also
schafft neutralisierende Antikörper auch gegen die Delta-Variante oder gegen die anderen Varianten, nicht nur gegen diesen Typ, also Wuhan-Variante, die verimpft wurde. Und da hat eigentlich Moderna bzw. BioNTech Pfizer eigentlich ganz gut abgeschnitten, also von denen gegenüber den Vektorimpfstoffen. Deswegen würde ich jetzt hier von dieser Datenlage jetzt her sehen, würde ich sagen, hat es keinen Sinn, mit einem anderen Impfstoff, hier zumindest nicht mit den im Moment verfügbaren, zu impfen, als mit BioNTech Pfizer. So, dieser Fall war ja ganz spannend. Ich habe einen anderen Fall vorbereitet. Es geht wieder um einen Mann, auch jenseits der 70. Und wir haben einen Antikörper-Titer vom 6.9. mit auch größer 384 BAU und 98% Neutralisationskapazität nach der klassischen Art und Weise, wie man diese Binding Antibody Units in Bezug auf Neutralisation untersucht. Und wir haben vom gleichen Tag eine T-Zell-Antwort getestet auf das Spike-Protein und die ist mit 3 Spots nahezu nicht vorhanden, also 6 sollten es mindestens sein. Und gegen das Nukleokapsid-Antigen ist auch nur ein Spot da, also keine wirkliche Antwort, außer dass man sagen könnte, da ist vielleicht mal irgendwo so ein Viruspartikel vorbeigehuscht und es gab eine kleine Antwort. Und was würden Sie bei diesem Patienten interpretieren? Genau. Also hier sehen wir einmal die gesamte Antikörperantwort, die wir normalerweise im ELISA natürlich bestimmen. Und da würde man erstmal denken, das ist in Ordnung. Ja, hat einen ganz guten Wert, wieder unsere Bau, so wie wir es abkürzen. Das sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. Jetzt schauen wir uns aber trotzdem mal an, wie die neutralisierende Kapazität ist. Und gegenüber der Wuhan, also den normalen Impfstoff, also Virus, wie auch verimpft wurde, sind das jetzt noch 66,5%. Da sagen wir, okay, das ist ja noch auf der sicheren Seite, kein Problem. Aber die Delta-Variante, da hat er überhaupt keine neutralisierende Kapazität. Und da wir ja wissen, dass im Moment eigentlich nur die Delta-Variante hier kursiert, können wir sagen, dass dieser Patient jetzt keinen Schutz hat mit neutralisierenden Antikörpern vor dieser Delta-Variante. Und er wurde, wie gesagt, zweimal geimpft mit einem Vektorimpfstoff. Und das stimmt überein mit dem, was im Moment in der Literatur beschrieben wird, dass die Vektorimpfstoffe also eine sehr schwache neutralisierende Kapazität haben, also induzieren gegenüber der Delta-Variante, also weniger als BioNTech Pfizer. Also würde man hier erwarten, dass das ein Kandidat für einen sogenannten Impfdurchbruch ist und der, obwohl er auf dem klassischen Wege, wie auch andere Labore das bestimmen, sehr gute BAU hat, also auch einen guten Titer hat, man sich in falscher Sicherheit wähnt und sowohl wieder auf unserer Eintrittspforte mit der T-Zell-Immunität leider nichts zu bieten hat und ansonsten eigentlich immer nur Antikörper, die nicht zielgerichtet arbeiten, hat, die dann im Zweifel auch das sogenannte Antibody Defense Enhancement fördern könnten. Und also wenn wir nochmal zurückgehen zu der Antikörperantwort, die ja dann wirklich gegen die Delta-Variante nicht da ist, also mit neutralisierenden Aktivitäten, dann kann man eben noch schauen, gut, vielleicht ist die T-Zell-Antwort da, dass man also auf der ersten Front bei der Verteidigung noch etwas hat. Da haben wir auch gerade vorgestellt, dass er da auch nichts hat. Also sieht es sehr schlecht aus. Er hat natürlich Antikörper, ja, die kann man nachweisen, die aber nicht neutralisierend sind. Ob sie jetzt diese Antikörper dem Virus noch den Eintritt erleichtern, sozusagen als Antibody Enhancement fungieren und so, das können wir in dem Moment nicht bestimmen. Wir können es nicht widerlegen, aber auch nicht bestätigen. Jetzt wäre es ja dann doch sinnvoll, diesen Patienten trotz des guten Antikörpertiters zu impfen, weil er ja nun nichts hat. Er kann ja scheinbar Impfantworten bilden, zumindest Antikörper, aber eben doch die falschen. Wäre dann ein mRNA-Impfstoff die Empfehlung? Also ich habe damit jetzt selbst keine eigenen Erfahrungen, sodass ich jetzt Empfehlungen aussprechen könnte. Ich kann jetzt nur wieder auf die Literatur verweisen oder jetzt auf die Daten, wo man sagt, also hier wäre jetzt ein
eigentlich ein anderer Impfstoff doch anzuraten, um zumindest auch die neutralisierende Antikörper gegenüber der Delta-Variante doch in einen bestimmten Bereich zu bringen. Genau, das ist eine Patientin, die ist jetzt ganz anders als die beiden vorherigen. Und man sieht aber auch, dass es ganz anders aussehen kann, dass es sehr gut aussehen kann. Sie hat wirklich eine 100%ige neutralisierende Aktivität gegen das Wuhan-Virus, also gegen den Typ, hat aber auch noch weit über 80% gegenüber Delta-Variante. Also da ist sie wirklich geschützt mit ihren Antikörpern. Und zusätzlich zu diesem Schutz hat sie auch eine ganz fantastische T-Zellantwort, die stark ausgeprägt ist, zumindest gegen das Spike-Protein. N-Protein fehlt, also sie hatte keine Wildtyp-Infektion. Das heißt also, diese Patientin ist eigentlich voll geschützt. Und ich würde jetzt sagen, aus diesen Daten jetzt her, ist eine Boosterimpfung eigentlich jetzt nicht erforderlich. Also würde er eine Nebenwirkungsrate steigern als übersteigerte Immunreaktion, denn dass ein Nutzen daraus zu erwarten wäre? Also das kann ich weder dementieren noch bestätigen. Aber man muss natürlich überlegen, wenn man eine ganz starke Immunantwort hat und jetzt natürlich nochmal reingeht, bringt es überhaupt einen Nutzen? Ja? Dann kann es ja eigentlich nur die Nebenwirkungen verstärkt sein. Also der Nutzen ist nicht da. Gut, also bei dieser Patientin ist natürlich einige sehr interessante Dinge, die wir jetzt besprechen können. Fangen wir an, fangen wir an mit der T-Zellantwort, also weil das ja vielleicht die äußere Abwehr ist, die patrouilliert und auch sofort eingreifen kann, wenn jetzt wieder SARS-CoV-2 um die Ecke kommt. Sie hat also eine T-Zellantwort gegen das sehr deutliche Antwort gegen das Spike-Protein, aber auch gegen das Nukleokapsid-Protein. Das heißt, sie hat wirklich eine Infektion durchgemacht, also mit sehr starker T-Zellantwort. Das heißt, von dieser Seite her würde man sagen, sie hat eine sehr gute T-Zellabwehr, die sofort eingreifen kann. Von den Antikörpern her sind jetzt keine detaillierten Untersuchungen durchgeführt worden, aber es ist dieser Streifenblot, wie Sie sagen. Das ist also ein Blot, wo man auch bestimmte Proteine aufträgt, von SARS-CoV-2 natürlich auch, von SARS-CoV-1 und von verschiedenen saisonalen Coronaviren, wie sie alle heißen. So, und da ist besonders einer interessant, das ist der NL63. Warum ist der interessant? Weil der NL63 als einziger der saisonalen Coronaviren, die jetzt uns etwas angehen, auch den ACE2 als Rezeptor benutzen. Also genau dort auch reingehen, wo das SARS-CoV-2 in die Zelle eindringt. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, wenn wir mit NL63 schon infiziert sind, eine ganz starke Antikörperantwort haben, dann können wir eventuell auch Schutz haben vor SARS-CoV-2. Und da gibt es also auch eine ganze Reihe von Untersuchungen, die in diese Richtung gehen. Und natürlich gibt es immer auch diese und jene Ergebnisse. Aber es zeigt sich doch, dass diese NL63 doch eine sehr deutliche Kreuzreaktivität hat und sozusagen uns vor SARS-CoV-2, zumindest vor sehr schweren Verläufen, schützen kann. Wenn jetzt dieser Patientin sozusagen aufgezwungen werden sollte, wird ja diskutiert, dass also im pädagogischen Bereich eine Impfpflicht vielleicht kommen könnte. Was wäre in so einem Fall an Immunreaktion zu erwarten? Also das können wir natürlich so wieder leider nicht beantworten. Das wäre natürlich schön. Ist aber vergleichbar mit eigentlich der Patientin nach der doppelten Impfung, die auch eine sehr starke T-Zellantwort hat, nur nicht gegen das Nukleokapsid-Protein. Also das heißt, man kann eigentlich ihre Immunreaktion mit dieser eigentlich vergleichen. Dann habe ich als nächsten Patienten auf dem Zettel eine Patientin, die mit PCR-Positivtest die Erkrankung durchlebt hat und jetzt geimpft werden soll, weil sie ja den genesenen Status nach 6 Monaten verliert. Und wir sehen, dass die neutralisierende Funktion
Auf die Wuhan-Variante 29,4, Alpha 21, Beta gar nicht, Gamma 14 und Delta auch überhaupt nicht. Also null Funktion im neutralisierenden Bereich hat. Aber sie hat in der T-Zell-Immunität ein sehr tolles Ergebnis, nämlich die Spikes mit 9 Spots, die Nukleokapsid mit 25, das Membranprotein mit 50 und die saisonalen Coronaviren mit 7. Das heißt, da kommt ja eigentlich durch die Nasenschleimhaut, durch die Lungenschleimhaut überhaupt nichts durch. Da kann man ja schon fast sagen, hier handelt es sich um einen Filter, der die Sachen aufsaugt und festhält und vernichtet. Und wenn dann was durchkäme, wo keine neutralisierenden sind, wo sollen denn welche sein, wenn schon vorher alles weggefangen wird? Und das Immunsystem macht nur das, was es muss, oder ist das ganz anders zu betrachten? Nein, wie gesagt, wir haben ja diese zwei Arme und wenn das T-Zell so stark ist, warum soll dann eine Antikörperantwort noch so stark entwickelt werden? Das braucht alles Energie für den Körper. Sie ist einfach nicht erforderlich, noch andere Zellen zu aktivieren. Ja? Sie aktivieren ja auch nur etwas oder bauen etwas weiter auf, wenn sie feststellen, dass das, was sie bis jetzt getan haben, nicht ausreicht. Wenn aber die T-Zellantwort ausreicht, warum soll dann noch etwas anderes aktiviert werden? Ja? Also die Signale kommen dann gar nicht durch. Ja, warum sollen sie das machen? Also hier würde ich auch wirklich sagen, sie hat eine ganz fantastische T-Zellantwort und eine neutralisierende Antikörperantwort ist gar nicht notwendig, aber wir dürfen auch nicht ganz vergessen, dass sie jetzt hier natürlich im Moment keine neutralisierende Antikörperantwort hat, weil es nicht erforderlich ist, aber sie sicherlich mit Sicherheit sozusagen auch Memory- oder Stammzellen für Antikörperproduzierende Zellen haben, dass, wenn es wirklich notwendig ist, das dann sofort aufgebaut werden könnte. Und sie hat ja den Kontakt, wie die Patientin vorher auch, mit dem echten Virus gehabt und auch die natürliche Eintrittspforte gehabt. Das heißt, hier dürfte doch auch das sekretorische Immunglobulin A auf der Schleimhaut zu finden sein, oder? Müsste, davon gehe ich aus, ja. Das heißt, wir haben also noch einen zusätzlichen Schutzwall, der schon bevor die T-Zellantwort überhaupt zu arbeiten hat, schon Vorarbeit leisten kann. Also er hat zweifachen Schutz. Einmal das lösliche IgA auf der Oberfläche und die T-Zellen, die zirkulieren. Die sehen wir ja, dass die wirklich zirkulieren bei ihr und Patrouille fahren. Also sie braucht, ja. Wir haben, liebe Zuschauer, hier einen weiteren Fall geöffnet und der hat die Erkrankung durchlebt, hat eine Grunderkrankung, eine Leukämie, und er hat gegen die Wildtyp-Variante Wuhan 14, Alpha 1, noch was, Beta 5, noch was, Gamma 12, noch was und Delta überhaupt nicht. Und er hat auch überhaupt keine T-Zellantwort. Wenn jetzt die natürliche Immunität aufgrund einer durchlebten Erkrankung zu keinem Gedächtnis oder zu keiner Antwort führt, was würde eine Impfung machen und was kann man diesen Patienten raten? Also dass Personen mit hämatologischen Erkrankungen, also hier wie Leukämie, ist natürlich ein Spezialfeld und auch nicht so leicht zu beantworten. Damit beschäftigen sich durchaus verschiedene auch Kliniker. Wie behandelt man oder was rät man Patienten, die eben an Leukämie erkranken? Man weiß ja auch, dass der Immunmetabolismus, jetzt darf ich mal ganz kurz wenigstens zu den Mitochondrien einen Querverweis bringen, dass die sehr ganz entscheidend sind, wie eine T-Zellantwort oder überhaupt das Immunsystem aktiviert wird. Und diese sind halt doch verändert bei Leukämien. Das heißt also, hier haben wir einen ganz anderen Immunmetabolismus halt. Wenn eine Person hier auf einen Wildinfekt, also nicht mal nach kurzer Zeit keine T-Zellen hat und also keinen SARS-CoV-2-spezifischen T-Zellen und auch keine Antikörperantwort, also keine neutralisierende, man kann ja sagen, das ist fast wie null, dann würde ich jetzt davon ausgehen, aber wie gesagt, da müsste man andere Untersuchungsserien noch abwarten, würde ich erwarten, dass eine Impfung da auch nichts bringt, also auch zu keiner Aktivierung führt. Jetzt gibt es ja die Zulassung oder ist im Kommen, dass man synthetisch hergestellte neutralisierende Antikörper intramuskulär verimpft, die dann auch 12 Monate Schutz geben sollen
gegenüber einer Passivimpfung, die ja nur 4 Monate Schutz geben soll, wenn man das von Rekonvaleszenzseren gewinnt. Wäre das eine Option für ihn? Das wäre bei ihm sicherlich eine Option. Da gibt es auch Unterschiede, welche Antikörper gegen welche Varianten eventuell etwas besser wirkt. Aber ja, da gibt es Untersuchungen, dass die sehr gut wirken. Das wäre auf jeden Fall für ihn eine Option, ja. Und dann wären natürlich Optionen noch verhindern, dass er eine Infektion bekommt, ne? Also Hygienemaßnahmen, Maske, das sollte er auf jeden Fall machen, also schützen. Ja, und dass er diese Passivmaßnahmen, die es eben gibt, wie Carragelose-Spray oder wenn er das Gefühl hat, er hätte sich einen aufgesagt, dieses Acelastin-Nasenspray oder dass er eben auch Cistus incarnus als Lutschtablette oder auch als Tee nutzt und inwieweit also das, was gegen Grippeviren wirkt, dieses Senföl aus Meerrettichwurzel oder Kapuzinerkresse oder Brunnenkresse und so weiter. Ob das jetzt auch gegen Covid eine Wirkung hat, weiß ich nicht, aber gegen Grippeviren hat es das ja sehr gut gezeigt, dass man solche Dinge dann vielleicht auch zur Hand hat, um sich dann auch behelfen zu können und dass man eben in Kenntnis um sein Risiko dann auch sofort zum Facharzt geht, der genau, also Klinik, über diese entweder intravenösen Antikörper verfügt, die ja jetzt seit einer Woche oder so da sind. Wir hatten ja im Heute-Journal vom 15.11. Jahr aus der Klinik in Dessau einen kleinen Beitrag, wo die ja auch gesagt haben, dass die Intensivliegezeiten durch dieses Medikament von 19 auf 11 Tage im Durchschnitt verkürzt werden konnten. Das ist ja vielleicht eine Sache, was man wirklich dann von Anfang an auch gleich zum Einsatz bringen. Ja, auf jeden Fall. Das ist also toll, dass für diese Option jetzt zur Verfügung steht. Mhm. Dann habe ich noch einen abschließenden Patienten. Und zwar handelt es sich hier auch um eine Frau und die ist auch geimpft mit einem mRNA-Impfstoff, hat dann bei der Impfung auch eine Nebenwirkung empfunden im Sinne eines Kollaps und war damit auch im Krankenhaus. Da ist dann erfreulicherweise auch nichts gefunden worden. Nein, ich fange mal bei den T-Zellen an. Da sehen wir, sie hat 10 Spike-Proteine, das kann also ja von der Impfung kommen. Sie hat aber 9 Nukleokapsid-Antigene, das kann nicht von der mRNA-Impfung kommen. Und sie hat 2 Spots gegen das Membranprotein und 8 gegen die endemischen Coronaviren. Das heißt, wir haben hier wieder eine sehr gute Situation einer sehr guten Eintrittsfortenschutzoption. Und die Patientin hat auch nichts gespürt in der Zwischenzeit, aber das zeigt ja, dass sie Kontakt zum zurzeit kursierenden Virus gehabt haben muss. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die neutralisierenden Antikörper bis auf die Wildtyp-Geschichte, die ja durch die Impfung hauptsächlich erzeugt wurde, bei der Alpha, Beta, Gamma und Delta-Variante eigentlich unter den Cut-off-Werten liegt. Und hat von dieser, wie gesagt, Erkrankung nichts mitgekriegt. Was empfehlen Sie dieser Patientin? Denn auch die steht ja laut Plan an für die 3. Booster. Gut, hier haben wir ja wieder die Konstellation, die wir schon öfter sehen. Eine T-Zellantwort, die gut ist, und eine Antikörperantwort, die nicht da ist, wahrscheinlich, weil sie auch nicht notwendig ist. Ja, sie hat also sehr viel kreuzreagierende T-Zellen, also eine starke T-Zellantwort. Also ich würde jetzt erstmal sehen, dass sie eigentlich eine sehr gute Immunität durchaus vorweist. Heißt also, sie braucht sich eigentlich nicht boostern zu lassen, weil sie an der Eintrittspforte einen Superschutz hat. Und wir sehen, dass die Antikörper, weil sie nichts zu tun kriegen, wie das Immunsystem nun mal so ist, auch nicht mehr machen, als sie müssen. Und deswegen sehen wir dort auch so niedrige Neutralisationsraten. Ja, genau, so wenn wir das interpretieren. Warum soll sie das machen? Wie gesagt, der Körper macht wirklich nur das, was er muss. Warum soll er das alles produzieren? Kostet ja Energie. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, liebe Zuschauer, wir haben hier jetzt ganz, ganz interessante Fälle einfach mal für Sie wissenschaftlich aufgearbeitet. Sie erkennen, dass der reine Zeitablauf oder das reine Bestimmen der Antikörper-Titer nicht die allein glücklich machende Antwort ist, dass es da durchaus Fragen gibt, die für eine individuelle Diagnostik und Therapie
weiterführend sind und letztendlich auch ihrer Gesundheit deutlich zuträglicher sind als einfach nur Augen zu und durch. Vielen herzlichen Dank und ich würde mich freuen, wenn wir wieder mal miteinander schnacken, wenn es was Neues zu verkünden gibt, weil sich auch die Forschung ja immer weiterentwickelt. Genau. Bis dann.